Stell dir vor, du ziehst den Schlüssel ab, aber der Motor läuft einfach weiter und weigert sich zur Ruhe zu kommen. Aber keine Sorge, meistens ist es ein ganz kleiner Fehler mit einer ganz einfachen Lösung. Heute erfährst du, wie man den Fehler lokalisiert und wie man ihn selber beseitigen kann. Bleib also dran, es wird dir vielleicht irgendwann helfen. Schön, dass du wieder dabei bist. Im heutigen Video geht es um ein Problem, das viele Dieselfahrer irgendwann erleben. Der Motor geht nicht aus. Ich zeige dir, woran es liegt und wie man das Problem kostengünstig in Eigenregie reparieren kann. Also, wir werden uns das Problem jetzt in Ruhe anschauen. Ich drehe den Schlüssel zurück, Zündung aus, der Wagen bekommt keinen Strom, deshalb geht der Drehzahlmesser nicht mehr. Aber, wie man hört, der Motor läuft weiter, als wäre nichts gewesen. Der Motor geht nur dann aus, wenn die Stoppdose, die direkt an der Einspritzpumpe sitzt, den Abschaltmechanismus betätigt. Wenn sie aber defekt ist oder der Unterdruck nicht ankommt, dann haben wir dieses Problem. Bevor ich zu der Reparatur komme, zeige ich dir eine Funktion, die im Notfall sehr hilfreich sein kann. Falls die automatische Abschaltung nicht funktioniert, gibt es direkt an der Einspritzpumpe diesen kleinen Hebel. Wenn ich ihn drücke, wird der Motor mechanisch abgestellt. Damit kann man jederzeit den Motor sicher abschalten, falls das Problem plötzlich unterwegs auftritt. Für die Dauer ist es aber nicht gerade komfortabel. Deshalb komme ich jetzt zu der Fehlersuche und der Reparatur. Der Grund für dieses Problem sitzt hier. Das ist die sogenannte Stoppdose. Sie bekommt den Unterdruck über die Leitung, dann zieht eine kleine Membran an und damit wird der Motor abgeschaltet. Wenn sie aber undicht ist oder die Leitung beschädigt ist, weiß die Pumpe nicht, dass sie den Motor abstellen soll. In den meisten Fällen ist eine defekte Stoppdose der häufigste Fehler, der das Problem verursacht. Bevor man sie aber ausbaut und blind tauscht, soll man immer zuerst sicherstellen, dass wirklich die Stoppdose der Übeltäter ist und nicht irgendwo ein Unterdruckschlauch. Im ersten Schritt prüfe ich deshalb, ob die Stoppdose mit dem Unterdruck versorgt wird. Dafür nehme ich eine Hand-Vakuumpumpe. Sie ist extrem praktisch, kostet nicht viel und kann auch für andere Reparaturen verwendet werden, wie zum Beispiel Bremsflüssigkeit wechseln. Den Produktlink mit dem aktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Also, ich habe die Unterdruckleitung von der Stoppdose abgezogen und mit der Vakuumpumpe verbunden. Gleich wird der Motor abgestellt. Wenn wir den Unterdruck messen können, heißt es, dass das System bis zu der Stoppdose fehlerfrei ist. Eben da sieht man das. Also die Stoppdose ist defekt und muss deshalb ausgetauscht werden. Der Ausbau ist relativ simpel, wenn da nicht die Ansaugbrücke wäre, die hier wirklich im Weg steht. Man müsste also den ganzen Krümmer abbauen, aber das kostet viel Zeit und macht einfach keinen Spaß. Deshalb habe ich ein passendes Spezialwerkzeug gebaut. So kann man die Stoppdose ausbauen, ohne den Ansaugkrümmer zu entfernen. Es ist zwar trotzdem ein bisschen fummelig, aber spart locker mehrere Stunden Arbeit. Das Werkzeug ist nichts Besonderes, nur ein modifizierter Maulschlüssel, mit dem man an die Mutter der Stoppdose rankommt. Ich habe ihn gebogen und zusätzlich links und rechts abgeschliffen, damit er für diese Aktion schmal genug ist. Ich habe noch zusätzlich einen kleineren angefertigt für die letzten Gewindegänge, wenn die Schraube schon lose ist. Für diese Reparatur müsste ich jetzt nur noch den Luftfilter und den Luftfilterkasten abbauen. Das ist völlig ausreichend. Also, los geht's! Jetzt kann die Stoppdose abgebaut werden. Es ist eng, wirklich eng. Man braucht deshalb Geduld und ruhiges Händchen. Gerade das erste Losdrehen kann ziemlich schwierig sein. Aber wenn es einmal bewegt ist, geht es ganz gut. Jetzt die andere Schraube, hier ist es deutlich einfacher. An dieser Stelle reicht ein einfacher Maulschlüssel. Auch Schlüsselweite 10 mm. Jetzt den Stopphebel nach unten drücken und die Stoppdose entfernen.
Und hier haben wir die defekte Stoppdose. Von außen sieht sie völlig normal aus, aber innen drin ist die Membran nicht mehr dicht. Was aber auffällt, die neue Variante der Stoppdose ist aus Kunststoff. Der Anschluss befindet sich oben und nicht seitlich wie bei der alten Dose. Deshalb wird dieses Verbindungsstück benötigt, sonst kann die Unterdruckleitung nicht angeschlossen werden. Befestigt wird sie mit 2 Schrauben. Man braucht bei dieser Ausführung keine Spannpratzen, weil sie für die Schrauben 2 Bohrungen hat. Hier noch einmal der Vergleich, alt und neu. So, beim Einbau gilt das Gleiche. Viel Gefühl und keine Gewalt. Das ist die Einbauposition. Vor dem Einbau natürlich die Dichtfläche der Einspritzpumpe säubern und die Dichtung erneuern. Die neue Dose vorsichtig hineinstecken, dabei den Hebel nach unten bewegen. Die Dose sitzt drin. Bevor ich sie mit den Schrauben befestige, mache ich noch einen schnellen Test, ob sie richtig drin sitzt. Ich habe einen Schlauch angeschlossen, entweder kurz dran saugen oder eine Vakuumpumpe benutzen. Wenn der Hebel sich bewegt, dann ist alles okay. Die Dose kann dann befestigt werden. Zuerst werden die Schrauben von Hand reingedreht. Und wenn es nicht mehr weitergeht, kommt ein Werkzeug zum Einsatz. So, die Schrauben sind angezogen, die Unterdruckleitung wurde gesteckt und im nächsten Schritt wird der Luftfilter eingebaut. Und jetzt schauen wir uns an, ob das Problem endgültig behoben ist. Motor an, läuft sauber und jetzt Zündung auf. Wunderschön, genau so soll es sein. Der Motor ist ausgegangen, die Reparatur war also erfolgreich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Abonniere diesen Kanal und schreib mir deine Erfahrungen in die Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.